In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie am besten die Heizungsanlage einstellen. Das hat was mit den Außentemperaturen zu tun. Ich bin gerade hier nochmal angesprochen worden und ich erkläre es jetzt nochmal kurz, wie die Verhältnisse sind. Und zwar, wir gehen jetzt nochmal kurz an die Therme. Hier ist an dem Gerät hier der Heizungsvorlauf-Temperaturfühler. Hier drüber wird also die Temperatur, die Heiztemperatur eingestellt. Nicht die Raumtemperatur, sondern die Heizungsvorlauftemperatur, also im Prinzip die Temperatur, die hier aus der Therme rauskommt und dann zu diesem Heizkörper geht. Da gibt ja dann die Wärme ab, je nachdem, was hier in dem Raum, in den Thermostatkopf eingestellt wurde, und gibt die Wärme ab. Es geht hier in den Raum rein. Und ich bin jetzt gerade gefragt worden, was die richtige Einstellung ist an der Therme. Ich erkläre das jetzt mal ganz kurz, weil das ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Hier an der Außenwand, wenn ich jetzt falsch heize, also falsch einstelle, kann es passieren, dass die Kälte von draußen durch die Wand hier durchwandert. Und dass der Gefrierpunkt, also der Gefrierpunkt soll ungefähr hier draußen bleiben. Wenn man jetzt falsch heizt, dann geht der Gefrierpunkt bis hier vorne hin. Und dann erreicht man damit das, dann zum Beispiel wie im Sommer, wenn man im Biergarten sitzt, die Gläser draußen, also an der Außenseite, dass sich da so ein Kondensat bildet, also das wird dann immer beschlagen. Und genau das gleiche passiert hier in den Wänden auch. Also wenn der Gefrierpunkt bis hier hinwandert, dann wird die Wand hier feucht. Das heißt, wir müssen so heizen, dass die Kälte, der Gefrierpunkt, da draußen bleibt. Ne? Wenn man es halt falsch heizt, viele machen dann nämlich so, dass sie die Heizung ausstellen, wenn sie tagsüber gehen zur Arbeit, dann stellen sie die Heizung aus, kommen abends wieder und fangen wieder an zu heizen. Und der Gefrierpunkt, also die Wand, die kühlt immer weiter aus, der Gefrierpunkt kommt immer weiter rein, bis er dann irgendwann hier angekommen ist, und dann hat man ein ungesundes Raumklima. Also ganz wichtig, dass man im Winter, sage ich mal, die Wohnung also kontinuierlich durchheizen. Wir wollen erreichen, dass wenn man jetzt hier die Leistung der Heizung anpasst, dass die Therme immer kurz hochheizt, also angeht, hochheizt, die Temperatur erreicht hat, kurz wieder ausgeht, nach einer kurzen Zeit wieder angeht und immer so weiter heizt. Es ist wie beim Autofahren. Wenn man auf der Autobahn fährt, fährt man ja auch nicht 100, bis man die erreicht hat, bremst dann ab, kommt zum Stillstand und fängt dann wieder an zu beschleunigen, sondern auf der Autobahn möchte man eigentlich kontinuierlich bei konstanter Geschwindigkeit fahren. Und hier ist es auch so ähnlich. Das heißt, wenn die Temperatur in der Wohnung nicht mehr erreicht wird, muss man immer ein bisschen mehr Gas geben. Ein bisschen. Das kann man ausprobieren, bis man das dann so eingefuchst hat. Es gibt auch Anlagen, die sind witterungsgeführt. Das heißt, die haben draußen an der Außenwand, an der Wand, wo halt nicht Sonnenseite ist, also wo die Sonne nicht hinkommt, da haben die einen Fühler zu sitzen, und die Regelung von der Anlage, die weiß dann halt bei Außentemperatur, sage ich mal jetzt von ca. 10 Grad, fängt sie an, hier innen drinne die Heizungsvorlauftemperatur auf ca. 60, 70 Grad hochzuheizen. Und das kann man dann da auch verstellen, also es nennt sich dann eine Heizkurve, und somit muss halt derjenige, der keine witterungsgeführte Anlage hat, selber der Außenfühler sein. Das heißt, je kälter das draußen wird, umso mehr muss er hier an Leistung geben. Ich hoffe, das Video konnte Ihnen weiterhelfen. Vielen Dank.